Und damit begrüße ich euch zu einem neuen, ja, nicht Abenteuer, sondern einem Guide hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, die einen mögen mich vielleicht schon kennen. Ich bin die Eisenseele und spiele normalerweise mit der Tara Eisenseele. Aber heute haben wir was ganz Besonderes, nämlich die Tara Beginnerseele. Tara Beginnerseele hat die Aufgabe, euch, die vielleicht gerade neu zu Final Fantasy zu kommen, ja, in die Welt einzuführen. Das erste machen wir mit der Charaktererstellung, die ich euch gleich zeige. Ich spiele mit Tara einen, ja, Moradeur in Limsa-Lominsa. Je nachdem, welche Klasse ihr spielt, startet ihr ein bisschen woanders. Allerdings werden all die Tipps, die ich euch gebe, auch in den anderen Startsituationen passen. Ja, noch eine Sache, ihr könnt das Spiel auch kostenlos spielen. Nämlich gibt es eine Free-Trial-Version, die bis Level 35 geht. Die Links dazu stehen unten in der Beschreibung. Diese Free-Trial-Version geht sowohl auf dem PC, als auch gibt es eine Free-Trial-Version für die PlayStation. Die findet ihr dann im PlayStation Store. Dann ab zur Charaktererstellung. So, und damit sind wir nun in der Charaktererstellung. Und hier könnt ihr das Volk eures Charakters und das Geschlecht wählen. Euch steht zur Auswahl der Hyran, was ein klassischer Mensch ist. Die Elese, eine Art Elfe oder Elfen. Der Lalafell, ja, ein kleiner Halbling sozusagen. Mikote, ein Katzenwesen mit Schwanz. Der Rodragon, ein muskelbepackter Riese. Und Aura. Der Aura ist eine besondere Rasse, denn die gibt es nur mit dem Add-on Heavensward. Also damit ihr den auswählen könnt, braucht das Add-on Heavensward. Ansonsten seid ihr im Prinzip auf diese 5 hier beschränkt. Wenn ihr das Add-on habt, könnt ihr auch den Aura wählen. Diese haben ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Drachen. Von jedem Volk gibt es dann wiederum zwei Untertypen. Zum Beispiel hier bei den Rotdragonen, den Seewolf oder den Lohngard. Das sind dann ein bisschen andere Optionen, die es da zur Auswahl gibt. Man sieht zwar, es gibt da Änderungen in den Attributswerten zu Beginn des Spiels, allerdings lasst euch von den Attributswerten total unbeeinflussen, denn die haben im späteren Spielverlauf gar keine Auswirkungen mehr auf euch. Geht einfach nur nach dem Volk, was euch gefällt. Vielleicht ist die Größe entscheidend, vielleicht einfach, was ihr süß findet, was ihr toll findet, was ihr stark findet. Die Klasse und Rasse hat keine Auswirkung, Entschuldigung. Die Rasse hat keine Auswirkung. Auch das Geschlecht hat insoweit nur eine Auswirkung, dass es mal heißt Freundin oder Freund. Einfach nur flavortechnisch. So, ich werde, wenn ihr euch dann einen ausgewählt habt, dann könnt ihr euch hier jetzt die Charakterwerte zusammenbasteln. Also zum Beispiel Körperbau könnt ihr sagen, soll sie besonders groß sein, was für eine Lippenfarbe hat, welche Augenfarbe soll es haben. Da könnt ihr euch einfach durchklicken und wenn ihr soweit seid, einfach auf OK klicken, hier unten bestätigen und dann seid ihr weiter. Ich werde mir jetzt meine Tara zusammenbasteln und wir sehen uns dann gleich. So, meine Tara ist damit fertig. Sie hat im Prinzip das gleiche Aussehen wie mein Let's Play-Charakter, die Tara Eisenseele. Und genau an der habe ich mich natürlich auch orientiert. Aber das habt ihr ja schon gesehen. So, Einstellungen. Wir könnt jetzt zum Beispiel die Einstellungen speichern, um sie zum Beispiel einem anderen Charakter, den ihr nachher kreiert, zu geben. Oder wenn ihr zum Beispiel euer Aussehen ändern wollt, könnt ihr dann einfach irgendwann wieder auf euer Aussehen zurückgehen. Aber in dem Fall will ich das nicht speichern. Jetzt könnt ihr euren Geburtstag wählen. Hat allerdings auch keinerlei Auswirkungen großartig aufs Spiel. Es war mal geplant im ursprünglichen Final Fantasy 14, dass das Geburtstag auch Auswirkungen hat. Allerdings haben sie das rausgenommen. Genauso wie das Sternzeichen ist tatsächlich nur Flavor, für was ihr euch entscheidet. Ralga, ich nehme Ralga. Ralga hat in aktuellen Add-on eine besondere Bedeutung. Also in Stormblood wird gekennzeichnet ein Komet und ich denke mal, das passt für unsere Tara hier. Jetzt kommen wir aber zu dem ersten, was wirklich Einfluss hat. Nämlich eure Startklasse. Ich sage wohlbehalten Startklasse, denn im späteren Verlauf des Spiels könnt ihr beliebig eure Klasse ändern. Ihr könnt alle Klassen lernen. Ihr müsst auch die Klasse, mit der ihr anfangt, später nicht mehr weiterspielen. Aber die Klasse, mit der ihr anfangt, hat Auswirkungen, wo ihr das Spiel startet. Es gibt 3 Städte. Ulda, ihr seht das jetzt hier unten.
oder Limsa Lominsa, eine Hafenstadt, oder eben die Walstadt Gridania. Noch was, die Klassen sind hier in 2 Bereiche unterteilt. Disziplin des Kriegers und Disziplin der Magier. Das geht einfach nur darum, der eine ist eher Magie betont, der andere eher physischen Schaden betont. Aber unterhalb dieser Einstellungen, also dieser Disziplin der Krieger, gibt es nochmal 2 Unterteilungen. Nämlich in die Unterteilung der Damage-Dealer und der Tanks. Der Gladiator zum Beispiel ist ein klassischer Tank. Er kämpft mit Schwert und später auch mit Schild. Und auch der Moradeur, der hier mit einer schweren Zweihandaxt kämpft, ist ein Tank. Aus denen gehen später die Jobs Paladin und Krieger hervor. Während der Faustkämpfer, der später zum Mönch wird, der Pikenier, der zum Dragoner wird und der Waldläufer, der zum Baden wird, klassische Damage-Dealer sind. Das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, okay, ich will in Zukunft tanken und ich will gleich von Anfang an tanken und will nicht unbedingt eine zweite Klasse lernen, dann wählt euch doch den Gladiator oder den Moradeur. Und wenn ihr eher in der Hafenstadt anfangen wollt, wählt den Moradeur. Wenn ihr eher in Ulda anfangen wollt, spielt den Gladiator. Leider gibt es keinen Tank, der in in Gridania anfängt. Das gibt es derzeit nicht. Und es gibt dann auch noch einen dritten Tank, den Todesritter. Der wird allerdings erst mit dem Add-on und ab Stufe 50 freigespielt. Also ihr müsst das Hauptspiel durchhaben und dann Stufe 50 sein. Bei den Disziplinen der Magier sieht es genauso aus. Der Hermetiker ist zu Beginn ein reiner Damage-Dealer. Kann sich allerdings ab Stufe 30 dann entscheiden, ob er zum Heiler wird, also dem Gelehrten, oder, wichtig, er kann beide Jobs lernen, zum Beschwörer wird, der dann auch ein reiner Damage-Dealer ist. Der Traumaturge ist ein reiner Damage-Dealer, wird nachher auch ein reiner Damage-Dealer bleiben, denn aus ihm wird der Schwarzmagier. Der Druide hingegen ist der reine Heiler. Es ist auch zu Beginn bis Stufe 30 die erste Heilerklasse, die es gibt. Und die einzige Heilerklasse. Erst ab Stufe 30 gibt es dann eben mit dem Hermetiker kommt da ein weiterer Job dazu, nämlich der Gelehrte. Das heißt, wenn ihr unbedingt von Anfang an einen Heiler spielen wollt, bleibt euch nichts anderes übrig, als den Druiden zu spielen. Ihr könnt dann auch sehen, wie euer Charakter aussieht, wenn ihr fortgeschritten seid. Also das wählt ihr hier unten klassentypisch aus. Dann habt ihr hier zum Beispiel Traumaturgen. So sieht der Schwarzmagier aus mit seiner Standardverkleidung, der Druide, Hermetiker, dass ihr einfach mal ein klein bisschen Gefühl dafür bekommt. Der Gladiator, der Mönch, der Krieger, der Dragoner und der Waldläufer, beziehungsweise der Bade. So, ich wähle den Moradeur, denn ich will jemanden mit Wumms haben und auch später tanken können. Übrigens, ihr könnt auch mit den Druiden Solo spielen, gar kein Problem. So. Dann, ganz wichtig, ihr müsst auswählen, wo ihr spielen wollt. Standardmäßig hier oben habt ihr die Serververbindung, die musstet ihr aber schon wählen, wenn ihr euch einleitet. Immer Chaos wählen. Chaos ist der europäische Server, zumindest momentan noch. Mit dem Add-on soll ein neues Server-Center reinkommen. Ordnung wird das heißen. Und das ist auch die europäischen. So. Momentan gibt es eben diese Server hier. Ich werde auf Lich anfangen. Einfach darum, weil da schon mein Hauptcharakter ist und auch meine Gilde. Und ja. Da kann man mir ein bisschen unter die Arme greifen. So, wir gehen nach Lich. Und jetzt geht es eben um den Namen. So, und natürlich nennen wir sie Tara. Beginner. Seele. Tätigen. Und ein neues Spiel mit diesem Charakter beginnt. Natürlich. Und so beginnt unser Abenteuer.